Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Thaumaturge. Herzlich willkommen und Dankeschön fürs dabei sein bzw. fürs Dranbleiben. Ja, wir waren stehen geblieben bei der Sohn der Seejungfern stand und wir sollen uns jetzt in das Arbeitszimmer des Vaters begeben, um an der Verlesung des Testaments teilzunehmen. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt einfach mal ganz entspannt. Ne? Wir gehen erstmal ganz entspannt hoch, wir gehen mal gucken, wo war das Arbeitszimmer. Hier ist zum Beispiel der Eingang, hier ist der Garten. Der erste Stock, okay. Den haben wir hier so. Ich mochte sie nie. Ich bin froh, dass sie tot ist. Na, wundervoll nett. Pff. So, was haben wir hier noch so? Okay, wir haben hier ein Bild. Das Porträt zeigt Vater in seinen letzten Lebensjahren. Der ernste Gesichtsausdruck, die stolze Haltung und das Gremion in seiner Hand, kombiniert mit dem dunklen Hintergrund und den Fehlern von Verzierungen. All das spiegelt die Strenge und den Pragmatismus wider, die ihn immer auszeichneten. Der gute alte Stanislav allerdings ist um seine Silhouette herum ein schwacher roter Schimmer zu erkennen. Offenbar sind Künstler besonders empfindlich dafür, Dinge zu sehen, die dem menschlichen Auge normalerweise entgehen. Dieser hier sollte für das Erfassen der thaumaturgischen Aura doppelt entlohnt werden. Ah, wie geil. Wie nett. Was haben wir hier noch so? Wir haben hier noch einen Brief. Den lesen wir uns auch mal durch. Hier sind der Warschauer Kurier, die Abendausgabe. Hier sind die aktuellen Neuigkeiten zu den Aufständen, die die heutige Rede seiner Majestät Kaiser Nikolaus II. Gestört haben. Nur Sekunden nachdem unser gnädiger Kaiser Georgi Scalon zum neuen Generalgouverneur von Warschau ernannte, rief eine Gruppe Unruhestifter abscheuliche Parolen. Trotz verstärkter Sicherheitsmaßnahmen kam es zu einem Handgemenge, das von der Polizei jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Einige Personen wurden verletzt, darunter 2 Polizisten, die helfen wollten. Es wurden 30 Personen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Schlägerei angeklagt und in Gewahrsam genommen. Also, ich habe keine Anklage bekommen. Haha. Tja, ich habe nichts bekommen. Ich bin unschuldig gewesen. Was haben wir hier noch? Ah, okay, wir haben noch hier. Dann reden wir erstmal mit ihm hier. Was hat er uns noch so zu sagen? I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today. But you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietya, forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Goodbye. Okay. Was haben wir, wen haben wir noch so hier? Was ist hier noch so los? So. Hier geht in den Keller. Okay. Hier ist noch was zum Lesen. Grasinas Likörrezept. Ja, okay, das könnt ihr euch hier mal so. Ihr könnt ja mal die Aufnahme pausieren, beziehungsweise das Video hier. Die Aufnahme sei schon das Video. Und dann könnt ihr euch das einfach mal durchlesen. Ich glaube, so ein Rezept muss ich jetzt nicht vorlesen, oder, Freunde? Könnt ihr mal reinschreiben in den Kommentaren, wenn ihr das Video, beziehungsweise das Rezept vorgelesen haben wollt beim nächsten Mal. So eine Rezepte. Dann lese ich sie euch gerne vor. So. Wir reden mal hier mit wem. I'm glad you're here. Woran? I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stasios. It was special. Amber liqueur. Bernsteinlikör mit Quitten. I think you mean Queen's liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Nett. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Na klar. Natürlich. Hole für deinen Onkel eine Flasche aus dem Keller. Gut, machen wir gleich. Was haben wir hier noch? Auch ein Rezept. Okay. 365 Atma-Rezepte für 5 Slotti von Lucina C. Okay, das könnt ihr euch dann auch nochmal hier stoppen, das Video, oder pausieren und dann durchlesen. Ich glaube, das brauchen wir uns jetzt hier nicht so, ja, wie soll man sagen, durchlesen. Gehen wir mal in den Keller. Was haben wir hier?
Porträt von Mutter. Ein Porträt von Mutter aus ihrer Jugend. Sie steht stolz da, trägt ein weißes Kleid und hat einen Seidenschal über die entblößten Schultern geworfen. Ihr langes dunkles Haar fällt ihr über den Rücken. Sie blickt den Betrachter mit einem durchdringenden Lächeln an. Nackte Haut und eine frivole Frisur, so hatte ich sie nicht in Erinnerung. Nadja als junges, ungezähmtes Mädchen, es ist kaum zu glauben. Diese aufwühlende Vision des Malers muss in einer früheren Epoche entstanden sein. Einer Zeit, in der die Herzen von heftigen Emotionen ergriffen waren, in der die Gedichte zum Klang eines Sturms geschrieben wurden, in der Liebesgeschichten tragisch enden mussten und so weiter und so fort. Vater hat tatsächlich ein solches Gemälde in Auftrag gegeben? Vielleicht hat sie es auch heimlich gemacht. Wer weiß. So, wo finde ich denn jetzt hier die Flaschen Wein? Hä? Also hier komme ich wieder nach oben. Wo soll denn hier was sein? Quittenlikör mit Bernstein. Eine kleine Flasche Quittenlikör mit Bernstein. Ein Getränk für wahre Kenner. Die Flasche verströmt einen lieblichen Quittengeruch und den süßen Duft aufrichtiger Vorfreude auf eine bevorstehende Zusammenkunft. Dieser Likör bringt Menschen zusammen und mildert mit seiner Süße den bitteren Geschmack des Alltags. Er war Bestandteil eines Rituals, das zwei alte Freunde in vollen Zügen genossen. Okay. Na, dann haben wir es jetzt auf jeden Fall. Können wir jetzt wieder zu ihm gehen hier? Bringen wir ihm seine Quittenlikör. How did it go? Mission accomplished? Eine Flasche Likör übergeben. Bitteschön. I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasia's study after every funeral we went to and raised a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasia and I used to say. How did he die? Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Auf einen leichten Tod anstoßen, komm. I suppose there's no reason to bear grudges or be angry, is there? Ach, Quatsch. Pistachio? Quatsch. To an easy death. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Tja, irgendwann sterben sie alle, ne? Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? An der Verlosung des Testaments teilnehmen. Yes, let's find out what my father hasn't left me. Schauen wir mal, was er für uns hinterlassen hat, Let's ne? begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulsky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Ach nee, wir hören still zu. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter, Lygia Shulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the... Warte mal, wir machen mal kurz Pause, Freunde. Und ich will euch mal was sagen. Ich glaube, ich wette, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Hat uns Vater was hinterlassen oder hat er uns nichts hinterlassen? Ich vermute, Freunde, dass er uns nichts hinterlassen hat. Sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Ich glaube, er hat alles der Tochter überschrieben.
inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my Ich hab's fortune I gewusst. leave Ich hab's without gewusst. restriction to the person of my daughter Lygia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following: my collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. Wir warten bis zum Ende der Zeremonie. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Szulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Super. Das schwarze Grimoire. Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Nach dem verschwundenen Grimoire fragen finde ich The gut. grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Thaumaturge just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Nach dem Tod des Vaters fragen. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then, We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who Na had the toll. bad luck to simply be Super. walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. Herauspinnen, wo das passiert ist. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Sagen, dass er selbst das nicht verdient hat. Genau. I foresaw a slightly more pleasant end for him myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person.
to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined the Jiu-Jitsus, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritze, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Machen wir erstmal von unten nach oben. And Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Nach Ivan Konechkin fragen. Father evidently knew a certain Ivan Konechkin. Have you heard anything about him? Konechkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. Nett. Okay, zugegeben, dass das Gebäude eine gute Spur ist. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? Gut, sagen wir mal, dass wir uns die Sachen des Vaters anschauen. And where are Father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock-taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I finish. Aha. As you wish. Okay. Gut, sagen, dass du bereits alles weißt. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Tch. Oh Mann, ey. Unglaublich, Freunde. Goodbye, Unglaublich. Uncle. And, Ligia, I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir auf jeden Fall noch länger in Warschau bleiben werden. Aber cool. Okay. Was haben wir hier? Zuhören. Nebenbei können wir ja das Familienporträt untersuchen. Unser Familienporträt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie es aufgenommen wurde. Es war im Jahr 1884. Ligia und ich waren damals 9 Jahre alt. Sie war sichtlich verkrampft und ich weiß noch, wie Mutter sie ermahnte, nicht zu lächeln, nicht zu zappeln und gerade zu stehen. Ligia sollte sich an ihr ein Beispiel nehmen. Mutter war in der Lage, wie eine Statue zu erstarren und stundenlang dazusitzen, beinahe ohne zu atmen. Ich hingegen pulsierte lässig, ich war immer unbefangener als meine Schwester. Ich konnte mir mehr erlauben, hinter uns unserer Vater das Oberhaupt der Familie. Ein Hand gönnerhaft auf die Rückenlehne der Chaiselongue, gestützt, um seinen Besitzanspruch geltend zu machen. Die andere hielt ein Grimoire, das schwarze Grimoire. Hinter Vater ein Schatten, als würde sich eine Gestalt herausbilden und eine weitere Präsenz andeuten. Das ist Balberit, die Familie ist vollständig. Irgendwie so ein bisschen gruselig. Stanislavs Testament. Ah, das haben wir ja gerade. Gut, das haben wir ja gerade gehört. Das müssen wir jetzt nicht nochmal lesen. Was will er hier? How do you find our old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation.
Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. Okay, was haben wir hier noch so? Mein Brief aus Paris, November 1896. Meine liebe Schwester, ich fühle mich gut genug, um dir etwas zu schreiben, so hat es mir auch der Arzt empfohlen. Ich bin nicht allein in meinem Kummer. Ich teile ein Zimmer mit einem Reford Morton, dessen Nachname mir entfallen ist. Sie haben ihn aus London hergebracht, aus der Klinik von Dr. Seward, ein sehr interessanter Fall. Er verbringt seine Tage damit, die Motten, Kakerlaken, Marienkäfer und die Käfer zu jagen, die manchmal hier auftauchen. Er isst sie, er sagt, es gebe ihm Kraft, auf die Ankunft des Herrn zu warten. Aber ich glaube nicht, dass er den Heiland meint. Ich kann nach dem Debakel mit Payment noch nicht alle Einzelheiten rekonstruieren. Mein Verstand ist immer noch aufgewühlt. Payment hat mich vor nicht mehr als einer Woche besucht. Ich weiß, dass das unmöglich ist. Es geschah wahrscheinlich nur in meinem Kopf, aber es war so klar. Er, der König der Hölle mit seinem Heer von Dämonen mit den Schatten seiner Büßer, forderte mich auf, mich ihnen anzuschließen. Es war so real. Ich werde hier abbrechen. Es fällt mir schwer, meine Gedanken zu sammeln. Oh, so viel zum Lesen hier. Polnisches Abendblatt. Ach komm, das brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Mein Brief aus Rom, Juli 1896. Liebe Schwester, ich schreibe dir, weil ich nicht schlafen kann. Wie ich schon schrieb, habe ich einen geeigneten Kandidaten gefunden, aber ich bemühe mich immer noch, seine Laster zu finden. Ich habe das Gefühl, dass Payment nahe ist. Ich habe ihn sogar gesehen. Vage, aber ich habe ihn gesehen. Mein Brief endet hier. Meine Nerven hindern mich am Weiterschreiben. PS, ja, ich werde vorsichtig sein. Denk nicht, ich sei so dumm wie Vater. Meine Liebe zu dir brennt wie ein Feuer in mir. Ich kann keinen Bissen zu mir nehmen. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann ohne dich nicht mehr lieben. Leben, nicht lieben, Mann. Ligia, ich flehe dich an. Erlöse mich von meinen Qualen. Bitte nimm mich zu deinem. Gruselig. Nachricht von Mutter. Mein liebes Kind, stopp, die Nachricht von Stanislav Tod erfüllt mich mit tiefer Trauer. Stopp. Leider werde ich nicht an der Beerdigung teilnehmen können. Stopp. Meine Pflichten in Paris hindern mich derzeit daran, nach Warschau zu reisen. Stopp. In Trauer und Schmerz bin ich bei euch. Stopp, Mama. Hä? Okay. Was haben wir hier? Oh, ich kann die Kleidung wechseln. Aha. Ah gut, wir haben ja noch nichts anderes zum Anziehen. Was haben wir hier? Ernstes Foto. Gerade Rücken, ernste Gesichter, hochgesteckte Nasen, zwei Jungen, die es nur allen recht machen wollen. Etwas ist hier schief gegangen. Finde mehr über die letzten Momente deines Vaters heraus. Achso, okay, das ist die Quest, die wir jetzt haben. Okay. Da geht's runter. Was haben wir hier für eine Statue? Büste von Sirin. Scharfe, vogelähnliche Züge verschmelzen zu einer wilden, unheimlichen Schönheit. Sie verführen einen dazu, sich hier hinzugeben und von ihrem süßen Lied in einen endlosen Schlaf gewiegt zu werden. Trotzdem weckt ihr leichtes, kryptisches Lächeln den unbewussten Urinstinkt zur Flucht von einem Raubtier. Aber ist eine Seele nicht ein fairer Preis für die Glückseligkeit, die diese bezaubernde Kreatur verspricht? Oh ja. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier noch so? Pseudomonarchia Dämonum. Im Vergleich zu Corleys Scotia gibt es hier 3 Dämonen weniger. Es gibt keine Beweise dafür, dass alle Dämonen Salutoren sind. Basim eine falsche Spur, Pucelle eine falsche Spur, Anton behauptet, er habe Orobas unterworfen. Reine Prahlerei. Marchosias, er soll wohl die Gestalt eines Wolfes mit dem Flügel eines Greifs und dem Schwanz einer Schlange annehmen. Laut de Plancy nimmt er aber die Gestalt einer wilden Löwen an. Interessante Beobachtung von Crowley. Dämonen sind unerforschte Fragmente unseres Verstands. Vom Aussehen her ähnelt er jedoch einem Ochsen mit Flügeln. Eine Spur zu Sabnok? Unbekannt. Okay. Gut, was haben wir hier noch so? Wir haben eigentlich sonst, ja. Sonst war's das. Tja. Gut, gehen wir mal runter. Vielleicht haben wir unten noch mehr zu sehen. Oh, Telefon. Gehen wir mal ran. Hello? I talk here?
Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. Was für eine Frage. Incredible. So, fragen, warum er anruft. Has something happened? To me? No. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. If you need me, I'm by the cemetery. What number is it? Yes, 7 Powaskowska Street. Number 7 by cemetery. Powaskowska. I'm glad. It's good to hear your voice. It's good to hear you as well. Goodbye. I want to end now. What do I? Like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Ist das ein Vogel, And Alter? now? Genial. Fühle ich irgendwie. Oh Mann. Was für ein Hammertyp. So, was haben wir hier noch? So. Gehen wir mal hier lang. Oh, alle weg. Okay. Alle abgehauen. Wundervoll. Heiße Schokolade trinken. Das machen wir doch jetzt mal, ne? Kennst du das Geheimnis der Zeitreisen? Man braucht nur einen Schluck Kakao. Plötzlich sitzt Ligia am Kamin und liest, ich spiele mit Bausteinen und meine Eltern streiten sich am Rauchsalon. Es ist ein warmer Tag und dann bricht die Höllen auf Erde aus. Lol. Okay. Cool. Ein Likör genießen. Likör ist kein Alkohol, sondern eher eine Tinktur, ja, eine Medizin und das Leben ist eine Krankheit, die mit dem Tod endet. Trinken wir also auf unsere Gesundheit. Ah, schönes Bild. Reden wir mal mit der Hausfrau hier. Master Victor, let me guess. Have you come for some hot cocoa? Ja. Yes, a cup of cocoa would do me good. Coco. Help yourself. Cocoa. The pot is in the salon, along with some of your favorite cookies. It's been an age since we've seen one another. I'm glad you're back. Mistress Ligia is really struggling with everything. Nach dem Tod deines Vaters fragen. And so, the great Stanisław Szulski is dead, crashed by a building. Can't say I'd wish a death like that on Na, sowas anybody. wünscht man wirklich keinen. An awful death. Sheer cruelty. Mr. Szulski didn't deserve it. Now all we can do is think back on what a wonderful man he was. That won't take long. Gut, bringen wir sie mal dazu, über Tod zu reden. So, this death, what do you make of it, Grażynka? I'll tell you in confidence, Master Szulski. Now, I'm a simple woman, but something about your father's death doesn't sit right with me. How do you mean, Grażynka? Don't you suspect some impure powers had a hand in it? Do you mean it could have something to do with thaumaturge? That I don't know. Look at us jabbering while there are potatoes not peeled. Forgive me, Master. Nach Ligia fragen. Ligia won't open up to me, but how is she doing? She's having a rough time, the poor dear. Her heart is heavy, though she doesn't show it. But she's strong. She keeps her chin up and doesn't give in. And it's good she's got you to help now, Master. Only she started smoking like a chimney. She takes after her father, no question about it. Tja, wer hätte das gedacht, ne? Gut, dann gehen wir mal. Another time, Grażynka. I'll get out of your way. Always ample work, but I can always snatch a moment for a chit-chat with you, Master. Na, danke. Dankeschön. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir noch hier? Büste von Morana. Der ernste Gesichtsausdruck ähnelt dem eines Menschen, doch der kaltherzige Blick offenbart nicht dem Hauch einer Emotion. Die Königin des Winters beobachtet dich, dass es einem kalt den Rücken herunterläuft. Es erinnert mich an einen Satz: Wenn du lange in einem Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Ich
glaube im ersten Stock. Ja, wir waren im ersten Stock. Genau, reden wir mal mit der Schwester. Ich glaube, das ist die, Have you ja, found ist die Schwester. anything yet about the grimoire? Is there any way I can help? Sie nach dem Unternehmen fragen. What's next for you? You're in charge here now. Have you got some kind of grand scheme? A grand scheme? Oh, for now, I'm just trying to keep my head above water. Certain customers are unconvinced that a woman can handle running a business. What's worse, a woman without powers. You know what I mean. A thaumaturge at my side would shut them all up. After all, it's your heritage too. Wir versichern ihr, dass wir auf uns zählen kann, natürlich. I don't know anything about running a company, but if I can help in any way, you can count on So me. macht man das in der Familiennummer. Thank you. That means a lot to me. I trust the smoke doesn't bother you. Nö. Wir The sprechen nur noch die trousers Kleidung an. are an original style. Until now, I'd only seen women in trousers in the East. First of all, they're practical. It's the 20th century. It's high time we started dressing comfortably. Das stimmt. You've always been brave, never afraid of anything or anybody. Like when Mother almost had a fit because you dunked my best tie in hot cocoa. I didn't care that she was angry. I wanted to get you back for not wanting to play with me. Because you were being too annoying. You meant to say brave. By the way, Grażyna still makes cocoa every evening. You can conjure up the flavor of childhood if you want. Is there anything else you want to talk about? Sie auf das Rauchen ansprechen. You used to detest the smell of tobacco. You'd hold your breath going into Father's study. That's true, but when I'd stay here, alone with Papa, and somehow over the years I got used to it. I don't know when I started copying him even. Daddy's girl. You were always closer to him. That's not true. I was just less rebellious than you, his thaumaturge son. Now come on, what else is on your mind? Nix sonst weiter. I'll get going. Aber Freunde der Sonne, fangt nicht mit dem Rauchen an, ist ungesund. Sage ich euch so, wie es ist. So, was haben wir hier noch? Wir haben jetzt hier eigentlich fast gar nichts mehr. Hier ist noch der Platz. Wir können noch mal in den Keller gehen. Vielleicht finden wir hier noch mal irgendwas, aber ich glaube, hier ist sonst auch nichts weiter. Nee. Okay, das führt uns nach da. Oben ist noch was. Dann gehen wir mal hoch. Was könnte hier noch sein? Hä? Macht gar keinen Sinn. Da ist noch was. Zeremonielle Maske. Eine Holzmaske, die einen Salutor namens Schural darstellt. Okay. Bücher über uralte Kulturen. Vater beugte sich immer und immer... Okay. Ein Koffer. Koffer. Ein Lederkoffer, der offensichtlich schon viele Reisen hinter sich hat. Am Koffer kleben noch einige Körner. Wüstensand von Vaters Reisen nach Afrika. Okay, was haben wir sonst noch so? Brief. Das menschliche Herz ist immer mehr wert als alle Reichtümer der materiellen Welt. Heute Abend. Okay. Gut, gehen wir nochmal runter. Aber da können wir noch mehr sehen wahrscheinlich. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Wer lässt uns jetzt nicht mehr weibeln? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ligia? Yes?
Nach der Spur der Frau, die du im Arbeitszimmer gefunden hast, fragen. In Father's study, I found a trace of a woman that I couldn't identify. Probably Svetlana Rumyantseva. Aha. Gut, wer ist das? Who is she? And what did Father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat who travels with the Romanovs' court. I can only tell you she was a customer of Father's. A customer? If you don't want to say, then don't. Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. She might know something that will help me find the grimoire. Not so fast. To get in, you're going to need Aha, me and okay. my connections. Warum? Svetlana is famous for her soirees where she hosts the crème de la crème of Warsaw. Fragen, was eine Soiree ist. What's a soiree? How long did you say you lived with Mother in Paris? Just a party, if you like. Do you know what that is? Very funny. Eine Party. We could go together. How about you track down some evening clothes and I'll sort out the invitation. And I won't take no for an answer. Sadly, you never give me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzhna Street that's fairly decent and quick. We also have barbers in Warsaw in case you want to do something about whatever you have growing on your head and face. Tja, nett. Okay. Gut, dann werden wir das in der nächsten Folge machen. Also wenn ihr Bock habt und nichts mehr verpassen wollt oder beziehungsweise die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne hier unten unter dem Video auf den Abonnieren-Button ein Abo da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ein Like nach oben würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das Video teilt an eure Freunde oder Familie, Bekannte. Würde mich auch sehr freuen. Ich danke fürs Einschalten. Bin damit raus, beziehungsweise diese Folge ist hier zu Ende. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, und wie gesagt, morgen dann die nächste Folge. Dankeschön fürs Einschalten. Euer Mr. Schlaufuchs. Bis bald. Haut rein.